Nürburgring, to me, is holy ground. There's nothing like it in the world. I mean, it's a 16-mile lap. Die Strecke ist dermaßen toll in die Landschaft eingebettet. Das sind 73 Kurven plus Grand Prix-Strecke. Da ist alles dabei. Das ist halt, ja, das kann man nicht künstlich machen. I mean, the fast part, the fast corners, the carousels, everything is quite special. It's unique. Das Herzstück ist die Strecke. Es ist einfach unvergleichbar, diese über 20 Kilometer, die sich durch Berge und Täler schlängeln, durch die Eifel. Das merkt man einfach, diese Strecke wurde in einem anderen Jahrhundert erschaffen. An der Nordschleife kann einer zeigen, ob er fahren kann. Die Nordschleife ist die geilste Rennstrecke der Welt. Und da jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen bestreiten zu dürfen, ist, glaube ich, ein Privileg für jeden Rennfahrer. Die 24 Stunden am Nürburgring sind absolut einzigartig. Eine der größten Herausforderungen und eines der größten Erlebnisse, was man in seinem Leben haben kann. I think it's one of the hardest races around the world. Very difficult not to have any troubles because there are so many cars. Track is quite narrow and it doesn't allow you any mistake. Wir sind als Amateure und Hobbysportler daran interessiert gewesen, möglichst lange und erfolgreich zu fahren. Ja. Die Freude am Motorsport, einfach dieses Dabeisein, das gibt es bei ganz wenigen Rennen noch zur Zeit. Und das ist einfach dieser Grundgedanke dieses Rennens. Und ich glaube, egal auf welche Position man ankommt, wenn man das Rennen beendet hat, ist das hier schon mal eine Leistung an sich, weil es ist nicht selbstverständlich. It's a great test of endurance and strength. The 24 hours at the Nürburgring are very, very tough race, very difficult and fantastic. Naja, 70er, 80er Jahre. Da sind wir hochgefahren mit einem Ford Transit. Da lagen die Reifen drin. Da war eine Faltwerkzeugkiste drin mit ein paar Schlüsseln. Auf dem Anhänger stand das Rennauto. Und dann sind wir hier hoch zum Rennen gefahren. Und da gab es für uns kein Hotel oder so, vielleicht maximal eine Pension. Also selbst das konnte ich mir damals nicht erlauben. Wir haben im Transit geschlafen. Das Besondere damals, wie wir angefangen sind, war einfach damals auch die Atmosphäre. Man konnte sich ja abends noch hinsetzen. Wir konnten mal ein Bier trinken, wir konnten auch ein bisschen zusammen essen. Und das war eigentlich eine sehr gute Zeit damals. I remember I saw little cars, normal cars, road cars, Golf. I think at that time, with anything with four wheels, you could do the 24 hours. Was ist zwischen damals und heute gleich geblieben? Gleich geblieben ist, dass man gewinnen will. Für mich war einfach wichtig, wir müssen vorne fahren. Ne? Das war einfach, und die Konkurrenz war da eben riesig, ne? Also riesig bombastisch. Wenn man in der Größenordnung von 200 Startern hat, dann muss man ständig konzentriert sein, weil die Geschwindigkeitsunterschiede der Fahrzeuge sind durchaus bis zu 100 km/h. Da fahren wirklich über 20 Autos mit, die das Rennen gewinnen können. If you have a good car, a good team, then you can be in front. But many things can happen during the 24 hours. Startgruppe 1, die Veranstaltung läuft! Mein persönliches Highlight, 24 Stunden auf 86.400 Sekunden, Motorsport vom Allerfeinsten. Du hast nur einmal im Jahr die Chance, das Rennen zu gewinnen. Der Pressure ist wirklich brutal und du hast wirklich die Anspannung. Okay, du weißt, es geht hier quasi um alles und das weiß jeder. Die Nordschleife ist halt nicht normal und da passieren auch immer wieder Sachen, die man normalerweise nicht erlebt. Der größte Sieg war
81, weil wir da Probleme gehabt haben. Nach der ersten Runde kam der Helmut Döring rein, Auto geht nicht, der war ganz außer sich. Dann haben sie die Zündkerzen gewechselt, dann ist er wieder rausgefahren und dann kam er wieder rein. Das Auto geht noch nicht, es geht noch nicht. Damals hat man eine Phonbeschränkung gehabt und da hat man die Phonzahl gesenkt, indem dass man Glaswolle reingetan hat in den Auspuff. Und die Glaswolle haben wir nicht ganz rausgetan. Und da sind wir zurückgefallen bis auf den 139. Platz. Und dann ging es los, da sind wir gefahren. Ich bin dann als Dritter gefahren, bin das Auto überhaupt noch nie gefahren, nicht einmal drin gesessen. Dann haben wir mir erklärt, wie der Gang, wo die Gänge sind und wo die Ersatzbenzinpumpe ist und wo der Lichtschalter ist. Und dann bin ich halt losgefahren. Und das ging ganz gut. Im ersten Moment haben wir gedacht, oh, das wird was werden, weil das Auto war sehr schwer zu steuern. Und dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Und am Schluss haben wir dann Gesamtsieg gehabt. Ich habe mehr als 10 Teilnahmen beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Bin meistens ins Ziel gekommen, oft unter den ersten 10. Und das ist ganz klar, da willst du natürlich einmal ganz oben stehen. Und dass das dann 1998 geklappt hat, das war eine Schau. Aber es war nicht unbedingt damit zu rechnen, weil mit einem Dieselfahrzeug mit 240 PS und die Konkurrenz hatte teilweise 340, kann man nicht davon ausgehen. Das macht es natürlich umso einzigartiger. The 24 hours, yes, I remember in 1992 when I won it. It was very special because of the weather. At one stage during the night it was very foggy and they had to stop everything for a couple of hours. Es gab eine Situation, sind wir einrennen gefahren, da ist, glaube ich, der Timo den Start gefahren und auf dem Fernseher hat man halt gesehen, dass da ein Problem besteht, also dass er irgendwie Wasser verloren hat. Und kam halt langsam fahren wir in die Boxengasse und das Team war wirklich so phänomenal, hat es alles wieder hinbekommen. Wir sind dann natürlich später ins Rennen gestartet und haben trotzdem innerhalb der 24 Stunden es noch geschafft, wieder ganz nach vorne zu fahren und dann den Gesamtsieg rauszufahren. Das beste, das tollste Rennen hier in der Eifel mit den besten Fans der Welt. Das ist natürlich schon eine tolle Atmosphäre, die, glaube ich, sehr einzigartig ist und die auch das Rennen zum Rennen macht. Was ich gut finde, auch an den 24 Stunden hier auf der Nordschleife, dass die Fans sehr nah sind. Das heißt, sie sind wirklich auch im Fahrerlager drin. Man kann kommunizieren mit den Leuten, man kann mit denen reden. Aber auch als Fahrer ist es schön, wenn man weiß, warum man hier ist. Und ohne die Fans wird es uns nicht geben. You can see the people around the whole circuit and how they are waiting for this race. It's really amazing. I think it's the biggest event around the world. Das ist das Herz des 24-Stunden-Rennens, diese Fannähe, diese Begeisterung, einfach diese Freude. Die ganzen Fans an der Strecke, wirklich um die ganze Strecke rum, sind die am Grillen, am Party machen. Und du kriegst es als Fahrer wirklich im Unterbewusstsein mit, was da von der Party abgeht, über 24 Stunden. They come and they trailer it and they cook barbecue and coffee. I mean, this is what I love. That at 3 in the morning, if I'm walking past their barbecue and they're making, you know, a hot dog, they give me one, you know, and this means a lot to me. And the same thing, of course, if they come to my pit, I'll give them a cup of coffee or whatever we have. Ja, die Besondere ist einfach die ganze Atmosphäre, das ganze Umfeld, alles drum und dran. Ne? Die ganzen Feuerwerke, die dann zum Teil draus passieren, gerade wenn es in die Nacht reingeht, die Dunstwolken, wenn man halt durch die Nebelwolke von irgendwelchen Lagerfeuern fährt, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen Atmosphäre aus. In der damaligen Zeit, in den 80er und 90er Jahren, vielleicht auch noch Anfang der 2000er, war es so, da waren die Autos, ja, die waren bei Weitem nicht so robust wie heute. Das heißt, man musste auch ein bisschen mit Kopf fahren, nicht zu extrem über die Curbs, weil sonst ging leicht mal Radlager kaputt. Und wie heißt es so schön, der Zweite ist schon der erste Verlierer, also es zählt nur der Sieg. Damals zu der Zeit war es gang und gäbe, dass der Fahrer versucht, sich selber zu helfen. Und zumindest dann noch an die Box zu kommen. Egal, welchen Schaden du jetzt hattest. Ne? Solange das Ding noch rollt, kommst du an die Box.
egal wie, durchkommen war das oberste Gebot. Ob vom Fahrer, von der Fahrerseite her, weil ja auch nicht immer so einfach war, ne? Bei Extrembedingungen und, ne? Und auch vom Fahrzeug. Ne? Fahrzeug ist ja klar, das Probleme hier und da immer mal wieder und so weiter. Aber wichtig war, dass man an die Box kommt. Ne? Da hat man immer noch die Möglichkeit zur Reparatur gehabt und man konnte vielleicht noch weiterfahren. Ne? Und auch vielleicht noch sogar gewinnen. Wenn die Konkurrenz ein bisschen geschwächelt hat, dann konnten wir vielleicht doch noch von 5. Platz, 4., 3., 2., ne? Vielleicht noch 1. werden. Ne? Die fahren wie die Wahnsinnigen. Und da Antlauer im Rutronic Porsche, das Auto ist komplett schief hinten. Es wurde vor allen Dingen viel professioneller dann auch. Ne? Das hat uns auch herausgefordert. Ne? Wo regnet es? Wo ist es noch trocken? Wer hat jetzt die besten Karten? Da ist nichts zu machen, da kann man ein Weltklasse-Autofahrer sein, aber wenn da das Wasser so steht, dann ist einfach Ende. Also das hat nicht nur was von Weltuntergangsstimmung, das ist Weltuntergangsstimmung, so wie sich das momentan darstellt. Da sind Hagelkörner von der allerfeinsten Sorte runtergekommen. Ich glaube, es gibt kein Rennen, das so schwierig und so extrem ist wie die 24-Stunden-Nordschleife. Da gibt es Stellen, da scheint die Sonne und 5 Kilometer später hast du dann Regenschauer. Und dann das ist natürlich für Fahrer und Teams extrem herausfordernd. Das ist eben nicht wie eine normale Rennstrecke, wo man nach 5 Kilometern an der Box steht, sondern wenn man an der Box gerade vorbei ist und das Wetter ändert sich, dann hat man noch 23 Kilometer vor sich. Also es bleibt eine Herausforderung, weil das Wetter sich immer ändern kann. You can start in the sun, drive into the rain, have hail, come out and it's sunny, all in one lap. And it's a huge challenge to figure out. Diesen Respekt darf man nie verlieren vor der Strecke. Jedes Mal, wenn man hier fährt, eine neue Herausforderung ist und wieder irgendwas lernt man dazu. Egal wie alt man ist, egal wie viel Siege man auch in anderen Serien eingefahren hat, hier ist immer wieder wie so ein Reset und man muss quasi mit Demut reist man zum Ring, weil man weiß, diese Strecke hat man nie im Griff. 2017, das war ganz brutal, also die letzte halbe Stunde mit dem einsetzenden Regen, das war einfach emotional eine ganz krasse Nummer. Und wir sind dann die Box, wollten eigentlich auf den Slick gehen, was der falsche Reifen gewesen wäre. Da war dann aber irgendein Problem. Jetzt sind wieder auf die Regenreifen gegangen und das war dann der Schlüsselfaktor quasi zum Sieg. Der Moment, wo wir dann als Führender dann über die Stadt Sizilien gefahren sind, das war Achterbahn der Gefühle, weil es war in Führung liegen, dann Rennen vorbei, alles vorbei, dann wieder in Führung und das Rennen gewonnen. Das war schon brutal. Und es kommt der Spitzenreiter bei Start und Ziel vorbei und geht in seine letzte Runde hinein. Die Uhr ist abgelaufen. Wenn du wirklich als Erster die Ziellinie überschreitest, das Gefühl, wenn das Auto das letzte Mal die letzte Runde fährt, in Führung liegen, das kann sich keiner vorstellen, die Anspannung. Und wenn das Auto dann wirklich über die Ziellinie fährt, das ist eine Erlösung, das kannst du dir vorstellen und das ist schon was ganz Spezielles. Und der Sieger kommt auf die Start- und Zielgerade. Was für ein Finale! Die Sieger sind im Ziel. Überbordende Freude an der Box. There was great things that happened, there were tragedies that happened there. And the thing to me is, I don't want this history to be lost. I mean, I race here and I'm humbled by this history. And to be a small part of it is a wonderful thing. Also ich habe wirklich alles Mögliche durch, aber ich glaube, die 24-Stunden-Siege zähle ich zu meinen größten Erfolgen, weil es wirklich das brutalste Rennen ist der Welt und das einmal zu gewinnen ist schon was Besonderes.
Die 24 Stunden auf dem Nürburgring sind anspruchsvoll, spektakulär und faszinierend. So kann man das sagen. Ja.